Hallo, ich bin Klaas Posselt und ich begrüße Sie zu einem Video über das Thema barrierefreie Tabellen erstellen mit Word und zwar in der Spezialdisziplin Layout-Tabellen. In diesem Video soll es darum gehen, ein barrierefreies Dokument zu erstellen und in der Besonderheit habe ich hier ein Dokument, was Layout-Tabellen enthält. Das heißt, ihr solltet als erstes lernen, was sind Layout-Tabellen und als zweites, wie kann man das Ganze denn mit AccessWord so ausgeben, dass es auch korrekt ein barrierefreies Dokument ergibt. Als Intro habe ich hier erstmal ein Word-Dokument. Das hat 2 Seiten mit 2 Tabellen drin. Und wenn man sich das mal anguckt und man hat schon mal ein bisschen mit barrierefreien Dokumenten zu tun gehabt, dann sollte man als erstes die Frage stellen, das, was ich hier sehe als entsprechende Tabelle, man sieht es auch hier, ich habe es eben mit dem Tabellenwerkzeug aufgebaut, ist das denn eigentlich eine Tabelle? Und das ist de facto nicht der Fall, denn es gilt eine ganz simple Grundregel, Tabellen in barrierefreien Dokumenten müssen immer mindestens mehr als eine Spalte und eine Zeile haben. Andernfalls sind sie nämlich keine Tabellen, denn die sind dafür da, eben Daten auf komplexere Art und Weise in 2 Dimensionen anzulegen. Nutzt man jetzt aber das Tabellenwerkzeug, dann generiert mir auch AccessWord beim nativen Export direkt eine barrierefreie Tabellenstruktur. Damit man das einmal gesehen hat, zeige ich mal auch, was passiert, wenn man das Dokument entsprechend prüft und dafür nutze ich den PDF Accessibility Checker. Ich habe das Dokument jetzt also einmal ausgegeben und ziehe jetzt in den Pack hinein und lasse das Ganze prüfen. Bei der Ausgabe habe ich AccessWord benutzt und deswegen bekomme ich im Gegensatz zu Word an sich schon mal einen grünen Haken für die maschinenprüfbaren Kriterien in PDF-UA und der WCAG. Aber ich bekomme zusätzlich noch im Reiter Qualität ein Warndreieck. Und hier, wenn man hier mal ein bisschen runterscrollt, sieht man auch, hier gibt es einen Eintrag, der heißt Vollständigkeit der Tabellenelemente. Und wenn ich jetzt mal in den Detailbericht reingehe, dann kann ich mir jetzt entsprechend anzeigen lassen, wo sitzt denn das Problem. Und hier kriege ich eine entsprechende Information angezeigt. Das heißt, meine erste Tabelle wird schon mal angemeckert. Der Grund dahinter ist, dass es jetzt in der Tabellenstruktur etwas gibt, was man nicht machen sollte. Und dafür gehe ich mal in die Screenreader Preview rein. Und hier kann man das Dokument sehen. Und man sieht beispielsweise, ich habe jetzt hier durchaus eine Tabelle eingebaut. Und die Tabelle enthält eine Headline, was schon mal sehr unüblich ist, aber nicht verboten. Aber ich habe keine Kopfzellen. Das heißt, üblicherweise orientiert man sich in Tabellen mit Kopfzellen. Die sind hier nicht definiert und deswegen wurde mir es entsprechend ausgegeben. Zusätzlich ist es auch so, das Ganze ist keine Tabelle, sondern ist eigentlich eine logische Inhaltsabfolge. Das heißt, ich möchte erst das erste Element sehen und dann das zweite Element. Und dementsprechend habe ich hier natürlich nicht das, was ich gerne hätte. Und man sieht im zweiten Bereich unten auch schon, da gibt es jetzt nämlich auch noch ein zweites Beispiel für eine Menükarte. Die ist ein bisschen komplexer. Darauf gehe ich gleich im Anschluss nochmal ein. Wechseln wir also zurück in Word und ich zeige, wo ist das Problem und wie kann ich das beheben. So, nun bin ich zurück in Word und ich habe das Tabellenwerkzeug benutzt. Man könnte auch mit vielen Kniffen das mit anderen Mitteln hinbekommen, aber der einfachste Weg, das Ganze hier so aufzubereiten, wie ich das habe, ist definitiv das Tabellenwerkzeug. Und wie gesagt, das Ergebnis ist die Tabelle, das möchte ich vermeiden. Und aus dem Grund nehme ich jetzt eben AccessWord zur Hilfe, um das entsprechend zu beheben. Das heißt, ich gehe hier oben in meinen Menü-Eintrag und hier habe ich schon AccessWord installiert, deswegen habe ich das schon, klicke hier entsprechend drauf und dann hat man hier ein paar Knöpfe und für uns heute maßgeblich interessant ist die Rollenzuordnung. Das ist ein Fenster, das kann man eigentlich immer offen haben, wenn man arbeitet und das Ganze ist kontextsensitiv, das heißt, wenn ich jetzt auf die Tabelle drauf gehe, ich klicke die mal hier direkt an, dann wählt er mir die Tabelle aus und ich habe jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, in meinem Panel hier, was möchte ich denn mit dieser Tabelle anstellen? Und hier ist es so, wir haben für die Rolle einen Auswahldialog. Da gehe ich jetzt mal drauf und jetzt kann ich ihm einstellen, was hätte ich denn gerne? Das heißt, ich kann explizit sagen, das soll als Tabelle ausgegeben werden. Oder, das ist jetzt in meinem Fall das, was ich machen möchte, ich möchte eine Layout-Tabelle. Das heißt, was AccessWord jetzt macht, wenn ich es so definiere bei der Ausgabe, die Tabelle wird nicht mehr mit einer Tabellenstruktur ausgegeben, sondern vielmehr eben als logische Abfolge. Und die Abfolge, die kann ich bestimmen. Und zwar gibt es hier runter noch den Eintrag Richtung. Und wenn man auf dieses Menü draufklickt, hat man eine Auswahl, wie man die Tabelle auflösen kann. In unserem Fall ist es relativ egal, ob wir es von links nach rechts oder von oben nach unten auflösen. Das Ganze käme immer in der richtigen Reihenfolge raus. Man kann das Ganze dann auch erkennen, dass man hier eben einen Marker bekommt, wenn man auf der Tabelle ist. Und die sagt mir eben, ich bin eine AccessWord Layout-Tabelle. Dieses Feature bitte auf keinen Fall für echte Tabellen benutzen. Da muss man andere Mittel und Wege benutzen. Da wird es dann in einem anderen Video drum gehen. Ich gehe jetzt mal auf die zweite Seite, um das zweite Beispiel zu zeigen, weil das ist etwas kniffliger. Hier hat jemand eine Menükarte bauen wollen und hat auch dafür wieder das Tabellenwerkzeug benutzt und entsprechend kommt auch eine Tabellenstruktur raus. Und jetzt ist es so, das Ganze ist nicht mehr ganz so einfach, denn die Reihenfolge muss man sich erstmal erarbeiten. Ich würde jetzt mal vermuten, ich habe es jetzt auch nochmal angedeutet, als erstes bei der Speisekarte sollen eben die Vorspeisen gelesen werden, danach die Hauptspeisen
Und danach geht es eben weiter mit den Getränken und die Getränke haben auch entsprechend noch einzelne Untersektionen. Selbes Prozedere, ich klicke in die Tabelle rein oder ich klicke die Tabelle an, wähle wieder aus, ich hätte jetzt gern eine Layout-Tabelle. Und was ich jetzt eben noch machen kann, die Richtung bestimmen. Und wenn ich das jetzt zeilenweise auflösen würde, dann hätte ich nicht das gewünschte Ergebnis, denn dann hätte ich erst Menükarte, dann Vorspeisen, dann Getränke und von da an geht es so ein bisschen weiter und das wäre nicht das, was ich wollte. Das heißt, hier wäre es jetzt eben korrekt, die Variante zu nehmen, dass ich bitte das Ganze von oben nach unten auflöse. Das ist hier ein Eintrag weiter unten. Das heißt, jetzt würde er mir erst die erste Spalte ausgeben, dann die zweite Spalte und bei zusammengefügten Spalten, entsprechend jetzt in meinem Fall die Menükarte, würde es natürlich auch in der ersten Spalte ausgeben. Heißt, wenn ich jetzt diese Option nehme, wird er mir chronologisch nachher eben erst Menüeintrag, dann die erste Spalte und dann die zweite Spalte ausgeben. Gucken wir uns das Ganze gleich in der Praxis an. Das heißt, ich schreibe jetzt ein PDF davon, generiere das Ganze und prüfe das gleich wieder im Pack. Wer noch keinen Access Word benutzt hat, hier oben einfach über diesen Menübefehl PDF exportieren. Kann man einmal draufklicken, kann dann nochmal ein paar Dinge kontrollieren, wie beispielsweise den Dokumententitel und dann kann man das Ganze eben entsprechend ausgeben. Nun habe ich mein echtes Dokument ausgegeben und ich ziehe es jetzt mal rein in den Pack. Und wir sehen schon mal, im Gegensatz zu eben, im Reiter Qualität haben wir jetzt keine Warnung mehr. Das heißt, hier haben wir schon mal einen Dokumentenstatus bei der automatischen Prüfung erreicht, der eigentlich perfekt ist. Wir müssen das Ganze dennoch prüfen, ob denn wirklich auch die Reihenfolge so stimmt, wie ich es mir gedacht hatte und auch die Semantik so stimmt. Und deswegen gehe ich jetzt hier wieder unten rein auf die Screen-Wieder-Vorschau, blende mir die entsprechend ein und prüfe mein Ergebnis. Und das heißt, jetzt habe ich genau das erreicht, was ich haben wollte. Das heißt, ich habe hier meine Infobox-Titel als H2 ausgegeben. Danach kommt ein ganz normaler Text, aber ich sehe keine Tabellenstruktur. Und dasselbe habe ich unten auch bei der Menükarte. Das heißt, es wird mir erst die erste Spalte ausgegeben mit der Menükarte davor. Dann kommen die Hauptspeisen und danach geht es eben weiter mit den Getränken und alles, was dazugekommen. Das heißt, obwohl wir ein Tabellenwerkzeug benutzt haben, haben wir mit Hilfe der Funktion der Rollenzuordnung und der Layout-Tabellen ein korrektes Ergebnis für die barrierefreie Ausgabe erreicht. Ich hoffe, dieser Tipp hilft euch in der Praxis weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und immer einen grünen Haken in der Prüfung.